Hallo, grüßt euch alle miteinander und einen wunderschönen guten Morgen aus Ottobrunn vom Pomadeshop Headquarter. Ich bin der Alex, vielleicht kennt mich der eine oder andere aus dem Shop in München. Ich mache heute keinen einzelnen Produktreview über eine Pomade, weil ich werde in Zukunft für euch die festen Pomaden testen. Also da könnt ihr dann gerne einfach später nochmal drunter kommentieren, was für eine feste Pomade ihr gerne sehen wollt fürs nächste Review. Ich mache heute nämlich Hair Tonics. Da war jetzt rege Nachfrage, beziehungsweise viele wissen vielleicht auch gar nicht, wie so ein Hair Tonic funktioniert oder was kann ich alles damit machen. Deswegen gehe ich heute mal komplett auf die Hair Tonics ein, nicht auf eine einzelne Marke oder ein Produkt. Ihr könnt euch natürlich auf unserer Homepage wunderbar die einzelnen Düfte durchlesen und dann nochmal schauen, was vom Duft her vielleicht euch super gefällt. Gut, dann fangen wir doch mal an. Ich habe heute Morgen gar nichts in die Haare. Ich hatte gestern eine High Life Heavy drin. Ich benutze eben sehr, sehr feste Pomaden. Und ihr steht wahrscheinlich morgens genauso auf wie ich, ja, mit einem schönen Vogelnest auf dem Kopf. Und damit kann man dann nicht so viel anfangen. Ich kann zwar natürlich durchkämmen, aber jetzt wirklich eine neue Frisur stylen ist nicht möglich. Ich habe es jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass die sich Wasser in die Haare packen und dann wieder ein bisschen Pomade rein. Das funktioniert nicht wirklich gut für mich, beziehungsweise ich kriege es nicht so akribisch, wie ich es gerne hätte hin. So, ich packe mir jetzt mal ein Dapper Dan Hair Tonic in die Haare. Gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das entweder in die Hand und dann verreiben in die Haare bringen. Dann wird die Pomade aufgefrischt, die wird leicht angelöst, das heißt, sie wird auch ein bisschen weicher, die ist nicht mehr so fest wie am Vortag. Ich will jetzt aber tatsächlich das Haarewaschen ersetzen. Das könnt ihr immer mal wieder oder vielleicht jeden zweiten Tag, weil das tägliche Shampoonieren ist natürlich nicht so toll für die Kopfhaut und dementsprechend ist ein Hair Tonic so ein bisschen die pflegendere Lösung, die Haare zu waschen, zu erfrischen. Ich nehme jetzt die Flasche, die haben ja alle einen schönen Dosierer oben drauf, das heißt, ich kann es direkt an die Kopfhaut ansetzen, ein paar Spritzer in alle Seiten geben und dann erstmal ein bisschen einmassieren. Schaut, dass ihr es nicht in die Augen bekommt, macht gar keinen Spaß. So, massieren wir das mal ein. Die Haare sind jetzt relativ feucht, wenn ihr merkt, es war ein bisschen viel, es ist sehr, sehr nass. Nehmt nochmal ein Handtuch, frottiert nochmal ein bisschen nach, dass ihr einfach so ein handtuchtrockenes Haar habt, wie ihr es wahrscheinlich habt, wenn ihr Pomade einbringt, das sich einfach leichter verteilen lässt. Und jetzt werdet ihr sehen, ich gehe da super easy mit dem Kamm durch. Es ist nicht wie vorher, wo alles fest ist und nicht mit dem Kamm hängen bleibt. Ihr seht auch schon, die Haare sind vom Verhalten fast wie wenn ich gerade eine Pomade eingebracht hätte. Lassen sich wieder wunderbar in Form kämmen. Schauen wir mal, ob wir alles so hinbekommen wie gewohnt. Es ist nicht ganz so perfekt wie, oder für mich ist es nicht ganz so perfekt wie frisch gewaschen, aber wenn es einfach mal morgen schnell gehen müsst und ihr keine Zeit mehr habt zum Waschen und kurz Hair Tonic rein, wie gesagt auch in die Hand rein zum Beispiel und in die Haare schnell, könnt ihr es auch wieder wunderbar nachkämmen. Das ist jetzt von der Festigkeit nicht mehr so fest, wie gesagt, wie vom Vortag, aber es hält eigentlich ganz gut. Es kann sein, dass ihr zwischendrin mal wieder nachkämmen müsst. Ist ja kein Problem. Dafür benutzt ihr eine klassische ölbasierte Pomade. Na? Dann gehen wir mal näher auf die Hair Tonics ein. Was sind denn die Unterschiede? Und zwar, es gibt einmal die Hair Tonics ohne Öl. Die sind wirklich zum Entfetten. Das heißt, wenn ihr eher dazu neigt, eine fettige Kopfhaut zu haben, würde ich die empfehlen. Alle Hair Tonics funktionieren gleich, wie ich es euch jetzt gerade gezeigt habe. Die Pomade wird aufgefrischt. Alle Hair Tonics reinigen die Kopfhaut. Dementsprechend da unterscheiden sie sich jetzt erstmal nicht. Und wie gesagt, es gibt einmal die mit einem höheren Alkoholgehalt zum Entfetten. Auch wunderbar für Mädels zum Nehmen. Na? Wenn ihr lange Haare habt, eine schnell fettende Kopfhaut und einen schnell fettenden Ansatz, probiert mal so ein Hair Tonic aus. Das ist nicht perfekt, aber ihr könnt vielleicht das Haarewaschen noch mal einen Tag rauszögern. Ja? Also dafür funktioniert es auch wunderbar. Die verschiedenen Düfte von den einzelnen Produkten könnt ihr, wie gesagt, auf unserer Homepage nachlesen. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Dann das nächste wären leicht ölige Hair Tonics, sowie auch Hair Tonics mit Menthol.
wie zum Beispiel die Depadan-Linie oder das Osset Rub, was dann auch noch zusätzlich sehr, sehr stark kühlt auf eurer Kopfhaut, was ich wahnsinnig angenehm finde, dass ihr dann so ein Prickeln auf der Kopfhaut habt und einfach nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten das Gefühl, ihr hattet gerade einen Eisbeutel auf eurem Kopf. Ganz, ganz wunderbar. Gerade im Sommer, sensationelle Sache. Funktioniert super. Und dann gibt es die wirklich öligen Hair Tonics, wie den Klassiker aus New York, Lucky Tiger. Die öligen Hair Tonics nehmt ihr wirklich, wenn ihr trockene, juckende Kopfhaut habt oder vielleicht sogar Schuppen. Damit kriegt ihr alles wunderbar in den Griff. Ich meine, nicht umsonst gibt es einen Lucky Tiger seit 1935 und ist das Wundermittel gegen Schuppen oder gegen spannende, juckende Kopfhaut. Damit kriegen viele ihre Probleme in den Griff, die vorher immer mit Anti-Schuppen-Waschmittel gewaschen haben und die Schuppen kommen immer wieder und die Kopfhaut ist immer wieder trocken, weil einfach diese Shampoos wahnsinnig die Kopfhaut reizen. Hier geht ihr einen sehr pflegenden Weg, um eure Schuppen und eure trockenen Haare in den Griff zu bekommen. Ihr könnt einen Hair Tonic auch natürlich ohne Pomade benutzen oder wenn ihr einfach keine ölbasierten, keine wasserbasierten Pomaden nutzt und ihr wollt ein bisschen Halt in euren Haaren haben. Alle Hair Tonics geben euch einen leichten Halt. Ihr könnt die Haare in Form kämmen, während die öligen Hair Tonics die Haare etwas beschweren. Also wenn ihr einfach scheiteln wollt, die Haare legen wollt, funktionieren die öligen sehr, sehr gut. Für ein bisschen Volumen nehmt ihr auch die entfettenden Hair Tonics und föhnt sie in Form und das ist dann vom Halt her fast vergleichbar mit einer Frisiercreme sogar. Dann würde ich sagen, denke ich, habe ich die wichtigsten Sachen über Hair Tonics genannt und vielleicht hat es euch was geholfen und gebracht, dass ihr einfach mal so ein Hair Tonic ausprobiert. Für mich gehört es zu einer klassischen Pomade mit dazu. Bei einer wasserbasierten, klar, wird es nicht funktionieren, das wird rausgewaschen werden. Wasserbasiert natürlich funktioniert am besten in Verbindung mit ölbasierten Pomaden, dass sie eben wieder frisch und kennbar ist. Damit Pomade natürlich gut in euren Haaren funktioniert, ist natürlich der Haarschnitt ganz, ganz wichtig. Deswegen geht zu eurem Barbershop des Vertrauens, der arbeitet natürlich mit Pomade, der hat auch Hair Tonics mit Sicherheit da und kann das euch mal einbringen und auch nochmal zeigen, wie sich das Ganze auf der Kopfhaut anfühlt. Und dann seht ihr schon, wie gut das funktioniert oder allein wie toll der Duft ist. Ja? Sehr nostalgische Düfte teilweise, die an gute alte Barbershop-Zeiten erinnern. Wenn nochmal Fragen entstehen, könnt ihr natürlich drunter schreiben, YouTube, Facebook, wie auch immer. Und wir wollen natürlich euch auf alles Antworten bieten. Ansonsten wünsche ich euch schon mal einen ganz schönen Tag und noch eine schöne Restwoche. Grüße, der Alex. Servus.